outlines. Wir wollen die Seite 9 aufschlagen von unserer Zusammenstellung. We now come to the next segment, capital C, the conflict over the Mishnah. Und wir kommen jetzt zu unserem nächsten Abschnitt, Kapitel C, der Konflikt über die Mishnah. Meine Seitennummern sind nicht da. Now this morning we began the second main division of our study. Und heute Morgen haben wir den zweiten großen Abschnitt unserer Betrachtung begonnen. The section on the teachings of Jesus and the conflict with the Pharisees. Und dieser Abschnitt eben die Lehren Jesu in der Auseinandersetzung mit den Pharisäern. And we dealt with the interview with Nicodemus. Und wir haben besonders behandelt diesen Dialog mit Nikodemus. And also the conflict that was raised over the healing of a Jewish leper. Und dann auch die Auseinandersetzung, die sich ergab, dadurch, dass ein jüdischer Aussätziger geheilt wurde. Now in this section we begin to enter the real area of contention between Jesus and the Pharisees. Und in diesem Abschnitt kommen wir jetzt in den wahren Bereich der Auseinandersetzung zwischen Jesus und den Pharisäern. By this time, the rabbis had developed 4 centuries worth of tradition and new laws. Und zu dieser Zeit hatten über den Zeitraum von 400 Jahren die Rabbiner jede Menge neue Traditionen und Zusätze zu den Gesetzen entwickelt. And by this time, these new laws and traditions took on equal validity with the laws of Moses. Und zu dieser Zeit hatten dann diese zugefügten Traditionen und Satzungen die gleiche Bedeutung und die gleiche Autorität wie das Gesetz des Mose. And as new areas of traditions and laws, that becomes the point of contention between him and the Pharisees. Und das sind genau diese neu hinzugefügten Aspekte der Tradition und des Gesetzes, die den Grund geben für die Auseinandersetzung mit den Pharisäern. It is sometimes said that the reason Jesus was rejected is because he failed to overthrow Rome. Und es wird manchmal behauptet, der Grund, warum Jesus verworfen wurde, ist, weil er es nicht geschafft hat, Rom zu stürzen. But you will never find that reason actually mentioned in Scripture. Aber diesen Grund findet man tatsächlich nie in der Schrift angeführt. The actual reason, as we shall see, is his rejection of Pharisaic tradition as being authoritative. Und der tatsächliche Grund ist, wie wir noch sehen werden, weil er die Behauptung der Pharisäer, dass ihre Traditionen Autorität haben, zurückgewiesen hat. Now, to understand why the conflict even is here, we have to go back to some history. Und jetzt, um zu verstehen, warum dieser Konflikt da überhaupt sich ergeben hat, müssen wir in der Geschichte etwas zurückwandern. And how Judaism developed between the close of the Old Testament and the opening of the New. Und wie sich das Judentum weiterentwickelt hat zwischen dem Ende des Alten Testaments und der Öffnung des Neuen Bundes. When you finish the Old Testament, there are no Pharisees, there are no synagogues. Und wenn man mit dem Alten Testament zu Ende kommt, findet man keine Pharisäer noch Synagogen. You open the Gospel of Matthew and there are Pharisees and synagogues everywhere. Und wenn man das Matthäus-Evangelium öffnet, findet man Pharisäer und Synagogen überall. Now, what exactly happened to develop these things? Und was ist da eigentlich geschehen, damit diese Dinge sich entwickelt haben? When the Jews returned from Babylonian captivity, the spiritual leaders recognized that the reason was disobedience to the Mosaic law. Als die Juden aus der babylonischen Gefangenschaft zurückkehrten, haben die geistlichen Führer erkannt, dass dies ein Gericht Gottes war, weil sie das Gesetz des Mose nicht eingehalten hatten. So Ezra of the book of Ezra gathered together the spiritual leaders that returned with him from Babylon. Und so Esra, der Autor dieses Buchs, Esra, der hat um sich gesammelt die geistlichen Leiter, die mit ihm von Babylon zurückkehrten. And he developed a school called the School of the Sophrim. Und er hat eine Schule der sogenannten Schriftgelehrten, der Sophrim, ins Leben gerufen. The word Sophrim means scribes. Und das heißt Schriftgelehrter, Sopher. It is the plural form. Und Sophrim ist dann die Mehrzahlform. And Sopher is the singular form. Und Sopher die Einzahlform. So he gathered them together in the School of the Sophrim. Und da hat er sie in dieser Schule der Sophrim versammelt. And the goal was to explain the law.
Und das Ziel bestand darin, das Gesetz zu erklären. Now God gave to Moses 613 specific commandments. Und Gott hatte Mose 613 spezielle Gebote gegeben. It should be kept in mind, God did not give Moses 10, but 613 commandments. Sollte also in Erinnerung behalten werden, dass Gott dem Mose nicht 10, sondern 613 Gebote gab. Now they would take each one of these commandments one by one, Und dann haben sie jeden dieser einzelnen Gebote begonnen herauszunehmen, zu analysieren and explain to the Jewish people what's involved in keeping them, what's involved in breaking them. und begannen das jüdische Volk zu unterrichten, was beinhaltet es, dieses Gebot zu befolgen und welche Konsequenzen hat es, wenn man es bricht. By having a clear knowledge of what each commandment required, they would be keeping it. Und indem dann das Volk eben ein klares Verständnis davon hätte, was jedes Gebot verlangte, dann hätten sie auch den Wunsch, es zu halten. Avoid another divine judgment like the Babylonian captivity. Und damit ein weiteres Gericht wie diese babylonische Gefangenschaft wäre dadurch vermeidbar. The prophet Hosea said this, Und der Prophet Hosea hat Folgendes gesagt: because of a lack of knowledge, the people perish. Mein Volk geht zugrunde am Mangel an Erkenntnis. And now Ezra wished to avoid that lack of knowledge. Und genau das wollte Esra verhindern, dass diese mangelnde Kenntnis eben eintritt. And so at this point, everything was just fine. So bis zu diesem Punkt war alles eigentlich sehr gut. He was not doing anything that another Bible teacher wouldn't do, which is to explain the text. Und er hat nichts dergleichen getan, was dann andere aufgriffen, irgendwie den Text zu erklären. And to explain it in its context. He would do that to explain the text? Yeah, that was his goal. Ja. Sein Ziel war eben, diesen Text darzulegen und ihn zu seinem Zusammenhang eben aufzuzeigen. So he was doing what every Bible teacher should still be doing. Und er tat also das, was eben auch heute jeder Bibellehrer eigentlich berufen ist zu tun. But eventually the first generation of Sophrim passed away. Aber dann ist diese Generation dieser Sophrim, dieser Schriftgelehrten, abgeschieden. And the second generation took the task more seriously. Und die nachfolgende Generation hat diese ganze Arbeit doch dann genauer genommen. They said it's not enough for us to merely explain the law. We need to build this fence around the law. Und sie sagt, es ist nicht genug für uns, allein das Gesetz zu erklären. Wir müssen auch noch so einen Schutzzaun um diese Gebote errichten. Now, what would this fence consist of? Und woraus würde dann dieser Schutzzaun bestehen? It would consist of new rules and new regulations that could be derived from the original 613. Und das wären jetzt neue Vorschriften und neue Regulationen, die man ableiten konnte aus den ursprünglichen 613. And their thinking was this. Und ihre Gedankengänge waren folgendermaßen: The Jews might break the laws of the fence, rabbinic law, Die Juden mögen diese Schutzzaungesetze, diese rabbinischen Vorschriften übertreten, but that might keep them from breaking through the fence and break the original 613 that God gave. und das würde sie aber davon abhalten, durch diesen Zaun durchzustoßen und die 613 ursprünglichen von Gott gegebenen Gebote zu verletzen. And that would result in another divine judgment. Und dadurch würde eben ein weiteres Gericht verhindert. Now, the system they used was not to make these new rules haphazardly. Und das System, das sie da verwendeten, war nicht, dass diese Regeln einfach so zufällig zusammengewürfelt werden sollten, They used that for a specific type of rabbinic logic called pilpul. sondern sie verwendeten eine besondere Art rabbinischer Logik und die hat diesen Namen Pilpul. Pilpul is a Hebrew word meaning peppery or sharp. Und Pilpul ist ein hebräisches Wort und das heißt gepfeffert, also schlau auf der Software da oben. And the logic works like this. Und die Logik, die dahinter stand, ist folgendermaßen: Given an original commandment, how many new ones can you logically derive from that one? Indem man ein ursprüngliches Gebot bekommen hat, wie viele neue Vorschriften kann man von diesen einen ableiten? In a minute, I'll show you an example of how that works. Und in einer Minute werde ich euch ein Beispiel dafür aufzeigen, wie das funktioniert. Now, the principle they used in making these new laws was this. Und das Grundgesetz, das sie anwandten, um diese neuen Gesetze hervorzurufen, war folgendes:
A sofer may disagree with a sofer, but he cannot disagree with the law, the Torah. Ein Sofer, der mag vielleicht eine Meinungsverschiedenheit haben mit einem anderen Schriftgelehrten, aber kann nicht in einer Meinungsverschiedenheit zu der Torah, zu dem ursprünglichen Gesetz stehen. The law was given by God through Moses, so there's no reason to debate it. Das Gesetz wurde ja von Gott durch Mose gegeben, da gab es also keinen Grund, das groß zu debattieren. But in making these new laws of defense that could disagree among themselves, Aber indem sie jetzt diese neuen Gesetze kreierten von diesem Schutzzaun, da konnten sie natürlich untereinander in Konflikt stehen, until a decision was made by a majority vote. bis dann eben eine Entscheidung durch einen Mehrheitsbeschluss getroffen wurde. Once the majority of the Sofrim voted on a specific commandment, it became obligatory for all Jews anywhere in the world to follow. Und wenn dann die Mehrheit dieser Schriftgelehrten, dieser Sofrim, eben so ein Mehrheitsurteil gefällt hatten, dann wurde das verpflichtend für all die Juden, wo immer sie weltweit lebten. But again, the logic they used was the Pilpul logic, Aber wiederum, die Logik, die dahinter stand, war diese Pilpul-Logik. and here's how it works. Und so funktioniert das. One of the 613 commandments God gave is not to boil a baby goat in the milk of its mother. Und eine der 613 Gebote, die Gott gab, die lautet, man soll das Böcklein nicht kochen in Milch seiner Mutter. The original purpose of that commandment was to avoid a Canaanite practice. Und die ursprüngliche Absicht hinter diesem Gebot war, eine kananaitische Praxis dieser Zeit zu verhindern. Part of the worship of the god Baal was this. Denn ein Teil des Baal-Kults bestand aus folgendem: When a mother goat gave birth to its firstborn kid, Wenn so eine Mutterziege ihr erstes Ziege da geboren hat, they took the kid away from the mother, but also milked the mother, und da haben sie dieses Zieglein von der Mutter weggenommen, aber haben auch die Mutter noch gemolken and then boiled the meat in the milk of the mother. und haben dann das Fleisch in der Muttermilch gekocht. And this was a first fruits offering to the god Baal. Und das war ein Opfer der Erstlingsfrüchte für den Gott Baal. Now God gave that law to Moses approximately 1400 BC. Und Gott hat also dieses Gebot jetzt dem Mose gegeben, wahrscheinlich so 1400 vor Christus. Now it's 400 BC. Und jetzt sind wir 400 vor Christus. A whole 1000 years have passed. 1000 Jahre sind verstrichen. There are no Canaanites around anymore. Gibt keine Kanaaniter mehr in dieser Gegend. And no one is practicing the boiling of a kid in a mother's milk anymore. Und niemand praktiziert das Kochen von einem Zieglein in der Milch der Mutter. And so the original purpose of this command had been forgotten. Und so ist die ursprüngliche Absicht dieses Befehls in Vergessenheit geraten. When came to this commandment of the Mosaic law, Und dann sind letztlich aber auch die Schriftgelehrten auf dieses Gebot im mosaischen Gesetz gestoßen. and then they raised this question. Und dann haben sie die Frage gestellt: How do we make sure we never, ever boil a kid in its mother's milk? Und wie können wir sicherstellen, dass niemals dies geschieht, dass ein Zieglein in der Milch der Mutter gekocht wird? And now the Pilpul logic that began to work. Und da begann diese Pilpul-Logik in besonderer Weise zu greifen. Suppose you eat a piece of meat, Stell dir vor, du isst ein Stück Fleisch and then with the meat you drink a glass of milk. und dann mit diesem Stück Fleisch trinkst du aber noch ein Glas Milch. It's always possible the milk came from the mother of the meat that you're eating. Und das ist doch immer noch im Bereich des Möglichen, dass die Milch kommt von der Mutter des Tieres, dessen Fleisch du da gerade verzehrt hast. As they go down your stomach, they seed together, Und wenn sie jetzt deinen Magen hinabgleiten, dann sind die da miteinander in so einem Kochprozess. and you break the law of not seething a kid in the milk of its mother. Und dann hast du das Gesetz, dass man eben ein Zieglein nicht in der Milch seiner Mutter kochen soll, übertreten. As they issued the new rule that Jews cannot eat dairy and meat at the same time. Und das Ergebnis ist diese neue Regel, dass die Juden Milchprodukte und Fleisch nicht gleichzeitig
gleichzeitig essen können. They must be separated by about 4 hours. Und sie müssen ungefähr 4 Stunden voneinander getrennt sein. And so to this day, all Orthodox Jews never mix dairy and meat meals together. Und bis zu diesem heutigen Tag, alte orthodoxe Juden niemals vermischen Milchprodukte und Fleisch miteinander. Now, if you go to Israel and you go to a restaurant that is marked kosher, Und wenn du jetzt Israel besuchst und da in ein Restaurant einkehrst, das den Titel Koscher hat, it means it's either serving meat at that point, or it'll be serving dairy at that point, but not both at the same time. und das heißt, dass sie dir entweder zu diesem Zeitpunkt Fleisch servieren oder Milchprodukte, aber nie zur gleichen Zeit. Now, when I was living in Jerusalem, there was a kosher restaurant on the main street of Jerusalem. Und als ich in Jerusalem lebte, da gab es das ein kosches Restaurant auf einer der Hauptstraßen Jerusalems And it did serve both at the same time. und hat beides gleichzeitig serviert. But the restaurant had 2 stories. Aber das Restaurant hatte 2 Stockwerke. The upper story is for meat and the bottom story was for dairy. Das erste Stockwerk war für Fleisch und Parterre war für Milchprodukte. And it was both of them were a cafeteria line that you would go through. Und zu beiden musste man da eben entlang so einer Cafeteria eingangs gehen. You either ate upstairs or you ate downstairs. Und da hat man entweder im ersten Stock oder eben im Parterre gegessen. You could not go up and down to help yourself on both things. Und man konnte nicht hin und her gehen, dass man sich da nachholte von beiden Ebenen. They had guard stationed to make sure you don't do that. Und sie hatten da sogar Wächter an den Türen, dass das ja nicht geschieht. But the Pilpul logic went even further. Aber diese Pilpul-Logik, die ging noch weiter. Let's assume it is now lunchtime Und lasst uns annehmen, es ist jetzt Mittagszeit. and you decide to have a dairy meal. Und du hast beschlossen, dass du so ein Dairy Meal, Milchfleischprodukt isst. Dairy meal, any meal made from milk. Like, Also einfach ein aus Milchprodukt erzeugtes Mittagessen. so you take a plate, Und jetzt nimmst du einen Teller and from this plate you eat a little slab of cheese. und von diesem Teller nimmst du so eine Scheibe Käse. Now afterwards, of course, you wash the plate and you scrub it. Und natürlich danach waschst du diesen Teller und reinigst ihn. No matter how well you wash it, you may not see there's a small speck of cheese still left on that plate. Und wie gründlich du da auch das gewaschen haben mögest, dann ist es dennoch möglich, dass du so ein winzig kleines Käsestück übersehen hast. Then comes the evening, you choose to have a meat meal. Und dann kommt der Abend und dann entscheidest du dich jetzt ein Fleisch zu essen. And you take the very same plate, Also eine Fleischesmahlzeit, nimmst denselben Teller and you put on it your hamburger, und dann tust du dein Hamburger drauf. and it might pick up the little speck of cheese you didn't see. Und das kann dann dieses kleine Teilchen Käse, das du übersehen hast, eben mitnehmen. It's always possible the cheese came from the milk of the mother of the meat that you're eating. Und es ist immer noch möglich, dass dieses Stück Käse kommt von dieser Milch, also der Muttertier, deren Fleisch das Tier ist. Nee, also so geht das. Es ist immer noch möglich, dass dieses Stück Käse kommt von der Milch der Muttertiere, deren Zicken du in Form dieses Hamburgers. As you swallow Schluckst. this McDavid's, Und wenn du dann diese Würstchen und was immer da verschlingst, if they exceed in your stomach and you break the law about not seeding a kid in its mother's milk. und dann kann das in deinen Magen wieder zu kochen beginnen und dann hast du eben dieses besondere Gebot wieder übertreten. Now you have a second law issued. Und deswegen haben sie ein weiteres Gesetz verabschiedet. All Jews must have 2 separate sets of dishes, one used for dairy, one used for meat. Alle Juden müssen 2 getrennte Service haben, Besteckservice, eines für Milchprodukte, eines für Fleischprodukte. To this day, all Orthodox Jews in their homes have 2 sets of dishes. Und bis heute haben alle orthodoxen Juden in ihren Heimen diese 2 Service von 2 sets of dishes. Geschirr, danke. And
Every kosher Teller. restaurant has 2 sets of dishes for the same purpose. Und auch jedes Koscher-Restaurant muss ebenfalls diese 2 Sets von Geschirr haben, aus dem gleichen Grund. If by mistake you use one plate for the other, Und wenn aus einem Irrtum heraus du den einen Teller mit dem anderen verwechselst, you must either break it musst du den Teller entweder zerbrechen or give it to a Gentile. oder ihn einen Heiden schenken. But a Jew can never eat from that plate ever again. Aber von diesem Teller ist es dir nicht mehr gestattet, jemals wieder zu essen. So to each of the 613 commandments God gave to Moses, they added hundreds and sometimes thousands of new rules and regulations. Und zu jedem dieser 613 Gebote, die Gott dem Mose gegeben hatte, haben sie manchmal Hunderte, manchmal ja sogar über 1000 verschiedene Vorschriften noch angefügt. Now the period of the Soprim came to an end in the year 30 BC. Und die Zeitperiode der Sophrim kam im Jahre 30 vor Christus zu Ende. But then came a second school of rabbis called the Tanaim, Und dann kam eine zweite Schule von Rabbinern und die wurden die Tanaim genannt. which is plural for Tana, Und das ist die Mehrzahlform von Tana. an old Hebrew word meaning teacher. Und das ist ein altes hebräisches Wort und heißt einfach Lehrer. They looked upon the work of the Soprim, and here's what they said. Und sie haben sich dann die Ausarbeitung dieser Schriftgelehrten, der Sophrim, angeschaut und Folgendes festgestellt. There's still too many holes in this fence here. Da gibt es immer noch zu viele Schlupflöcher in diesen Schutzzaun. And so they continued the process for 2.5 centuries, Und dann haben sie diesen Prozess für 2,5 Jahrhunderte noch weitergeführt. from 30 BC till 220 AD. Und von 30 vor Christus bis 220 nach Christus. But they changed their principle of operation. Aber sie haben den Grundsatz ihrer Vorgehensweise geändert. Now the principle of the Soprim was this. Und der Grundsatz der Schriftgelehrten, der Sophrim, war ja folgender. A Sofer may disagree with a Sofer, but he cannot disagree with the Torah. Ein Sofer mag in Konflikt sein mit einem anderen Schriftgelehrten, aber er kann nicht im Widerspruch sein zur Torah. But the principle of Tanaim was this. Und der Grundsatz der Tanaim war jetzt folgender. A Tana may disagree with a Tana, but he cannot disagree with a Sofer. Ein Tana mag also wiederum in Konflikt stehen mit einem anderen Tana, aber er kann nicht einen Sofer widersprechen, einen Schriftgelehrten. And so by the year 30 BC, all the rules of the Soprim became equal with Scripture. Und so bei dem Jahr 30 vor Christus wurden all eben diese Vorschriften, Regulationen der Sophrim von gleicher Autorität wie die Schrift selbst. But then they had to defend the teaching. The laws of the Soprim were equal to laws of Moses. Und dann mussten sie aber irgendwie einen Beleggrund finden, das verteidigen, wieso jetzt die Regulationen, Vorschriften der Sophrim gleiche Autorität haben sollten wie die Gesetze des Mose. And they came up with a teaching that all Orthodox Jews still believe to this day. Und da kamen sie mit einer Lehre, traten sie da eben ans Licht, haben sie da aufgestellt, die bis zu dem heutigen Tag alle orthodoxen Juden immer noch glauben. What really happened on Mount Sinai was this. Denn was angeblich wirklich auf dem Berg Sinai sich abgespielt haben soll, war Folgendes. God actually gave to Moses 2 laws. Gott hatte Mose eigentlich 2 Gesetze gegeben. The first law is called the written law, Und die erste Kategorie sind die sogenannten schriftlichen Gesetze. and these are the 613 commandments Moses actually wrote down. Und das sind die 613 Gebote, die Mose tatsächlich niedergeschrieben hat. Which are found in 2nd, 3rd, and 4th Moses. Und die finden wir im 2., 3. und 4. Buch Mose. But God also gave to Moses the oral law. Aber Gott hat Mose auch noch das mündliche Gesetz gegeben. Oral because he did not write these thousands of rules down. Und mündlich deswegen, weil er diese Tausenden von Vorschriften nicht niedergeschrieben hat. And it was passed down by memory from Moses to Joshua. Und das wurde einfach über mündliche Tradition, über Erinnerung weitergegeben von Mose zu Josua From Joshua to the judges,
und von Josua zu den Richtern the judges to the prophets, und die Richter weiter an die Propheten and the prophets to the Sophrim. und die Propheten weiter an die Sophrim. So the Sophrim didn't really invent all these laws. So, Tatsache ist, dass die Sophrim, die Schriftgelehrten, diese Gebote gar nicht alle selber erfunden hatten. They got it from the prophets, Sie haben es von den Propheten who got it from the judges, und die haben es von den Richtern who got it from Joshua, und die haben es von Josua who got it from Moses, und der bekam es von who Moses. got it from God, Und Moses bekam es von Gott. which is why it's of equality with Scripture. Und deswegen hat es jetzt gleiche Autorität wie die Schrift. As we'll see later on in our study, sometimes it was more important than Scripture. Und wie wir dann noch später sehen werden, waren einige dieser Vorschriften für sie wichtiger als die Schrift selber. And in all these centuries, from 400 BC till 220 AD, none of this was written down. Aber in all diesen Jahrhunderten, von 400 vor Christus bis 220 nach, wurde das niemals niedergeschrieben. Certain men had the ability to have them all memorized. Und gewisse Leute hatten eben die Fähigkeit, mehr auswendig zu lernen. And if you wish to know what a specific tradition said about this or that, you would go to such a scribe. Und wenn man dann wissen wollte, was dies oder jene Tradition zu diesem oder jenem Thema war, hat man eben so einen Schriftgelehrten aufgesucht. In the Gospels, you read about scribes and Pharisees. Und in den Evangelien lesen wir ja von Pharisäern und Schriftgelehrten. But scribes were also Pharisees, so what was the difference? Aber Schriftgelehrten waren auch Pharisäer. Worin bestand dann der Unterschied? Scribes were those Pharisees who had all this material in memory. Und die Schriftgelehrten waren solche Pharisäer, die all diese Daten in ihrer Software abrufbereit hatten, auswendig gelernt hatten. In the 3rd century in the land, things were getting worse and worse politically. Und im 3. Jahrhundert sind dann im Heiligen Land die politischen Entwicklungen immer schlimmer, negativer für das jüdische Volk geworden. There were less and less Jews in the land. There was more and more dispersion. Es gab immer weniger Juden im Land, immer mehr Zerstreuung. There were less and less people that were having all this retained in memory. Und you mean 3rd century AD? AD, yeah. Aha, also ich war jetzt im 3. Jahrhundert nach Christus und es gab dann immer weniger Leute, die das alles noch wirklich auswendig konnten. And so in the year 220, a specific rabbi finally gave permission to have all these laws written down. Und das war dann das Jahr 220 nach Christus, wo dann ein besonderer Rabbiner die Erlaubnis gegeben hat, dass all diese mündlichen Gesetze nun auch schriftlich festgelegt werden. And that ended the period of the Tanaim. Und damit geht der Abschnitt der Tanaim zu Ende. But then came a third school of rabbis called the Amoraim, Und dann kam eine dritte Schule von Rabbinern und das waren die sogenannten Amoraim plural for Amora. und die Mehrzahlform von Amorah. It is an old Aramaic term that means teacher. Und das ist jetzt ein aramäischer Begriff und das heißt einfach Lehrer. And here's what they said. Und hier ist es, was diese Leute sagten. There's still too many holes in the fence. Es gibt immer noch zu viele Schlupflöcher in unseren Schutzzaun. And they continued the process for 3 more centuries. Und dann haben sie diesen Prozess des Absicherns für 3 weitere Jahrhunderte weitergeführt. From 220 to 500 AD. Von 220 bis 500 nach Christus. But they changed their principle of operation. Aber sie haben wiederum ihre Vorgehensweise abgeändert. Their principle was this. Und ihr Grundsatz oder ihr Grundgedanke war folgender. An Amora may disagree with an Amora. Ein Amorah möge wiederum eben nicht übereinstimmen mit einem anderen Amorah. But he cannot disagree with a Tana. Aber er kann nicht in Konflikt stehen mit einem Tanna. And now all the rules of Tanaim also became sacrosanct. Und jetzt wurden auch all die Vorschriften der Tanaim hochheilig. Of equality with Scripture. Und von gleicher Autorität wie die Schrift. Now what the Sophrim and the Tanaim developed together is now called the Mishnah. Und was nun die Sophrim und die Tanaim gemeinsam entwickelten, wird heute als die sogenannte Mishnah bezeichnet. And the Amoraim developed the Gemara. Und die Amoraim, die entwickelten die sogenannte Gemara, die also diese Gesetze besprach. If you put the two together, you have the Talmud. Und die zwei zusammen sind der berühmte Talmud. We can illustrate this another way. Und wir wollen das noch in anderer Weise erläutern, illustrieren.
You begin with the Sophrim who build the first fence around the law. Wir fangen wieder an mit den Sophrim, die den ersten Schutzzaun um das Gesetz legten. Then came the Tanaim who put the second fence around the law. Dann kamen die Tanaim, die haben den zweiten Schutzzaun gezogen. And between them they produced the Mishnah. Und dazwischen war eben als Ergebnis die Mishnah. Then you have the Amoraim who put the third fence around the law. Und dann gab es eben die Amoraim und die haben den dritten Schutzzaun gepflanzt. They produced the Gemara and together the Talmud. Und die haben dann die Gemara eben in schriftlicher Form niedergelegt und das zusammen ist der Talmud. The Mishnah is found in Hebrew. Und die Mishnah wird im in Hebräischen gefunden. And it's about 1,500 pages. Also die existiert in Hebräisch und hat mehr als 1600 Seiten. Gemara is written in Aramaic. Die Gemara ist in Aramäisch geschrieben. It's the size of the Encyclopedia Britannica. Und hat ungefähr die Größe, die Ausdehnung der Enzyklopädie Britannica. Now for our study in the life of the Messiah, we're not concerned about the Gemara that came later. Und in unserem Studium mit dem Leben Jesu wollen wir uns nicht mit der Gemara auch noch befassen, weil die einfach nach ihm erst entstand. It's the Mishnah that becomes the bone of contention between Jesus and the Pharisees. Und es ist die Mishnah, die also zum Streitobjekt wird, zum Zankapfel zwischen Jesus und den Pharisäern. The Pharisees expect Jesus to recognize its authority and be obedient to it. Und die Pharisäer haben von Jesus angenommen, dass also jedenfalls erwartet, dass er die Autorität der Mishnah anerkennt und dass er ihr sich unterstellt. But Jesus consistently rejects its authority. Aber Jesus hat ständig ihre Autorität zurückgewiesen. Now, in the mind of the Pharisee, what was Messiah supposed to be like? Aber jetzt in der Vorstellung der Pharisäer, wie sollte der Messias sich verhalten oder aussehen? The Messiah would be a fellow Pharisee. Der Messias musste natürlich ein Pharisäer sein. He would be in subjection to both the Mosaic law and the oral law. Und er würde sowohl das mosaische Gesetz wie auch das mündliche Gesetz einhalten. He would join them in the work of plugging up the holes of the fence. Und er würde sich ihnen anschließen, dass man diese Schlupflöcher in diesen Schutzzaun noch endgültig zustopft. And here Jesus is doing the exact opposite, rejecting the authority of the Mishnah. Und hier sehen wir, wie Jesus das genaue Gegenteil praktizierte. Er hat die Autorität der Mishnah zurückgewiesen. And to a Pharisee, for the Messiah not to be a fellow Pharisee was totally inconceivable. Und für einen Pharisäer die Vorstellung, dass der Messias nicht selber aus der Glaubensrichtung der Pharisäer käme, war völlig undenkbar. From this point on, I'll study this week. I'll be using certain terms interchangeably. Und von diesem Zeitpunkt an in unserem Studium gebrauchen wir Begriffe austauschbar. I'll talk about Pharisaic law or rabbinic law, Ich spreche vom pharisäischen oder rabbinischen Gesetz, oral law or Mishnaic law. mündlichen oder Mishnah-Gesetz. These are all interchangeable terms what the Jewish people now call the Mishnah. Und das sind alles austauschbare Begriffe für diese jüdischen Regeln, die man heute Mishnah nennt. In the New Testament, the Mishnah goes by the title, The Tradition of the Fathers or Elders. Und im Neuen Testament wird die Mishnah genannt, die Satzungen der Väter oder Ältesten. And when we see that term in the New Testament, that's the New Testament term for the same body of work. Und wenn wir also auf diese Ausdrucksform im Neuen Testament stoßen, das ist die Bezeichnung für diese Mishnah-Darlegung. We begin to see the area of conflict under point 1, traditions. Und da sehen wir jetzt den ersten Bereich der Auseinandersetzung, hier unter Abschnitt 1, Traditionen. Part of Pharisaic tradition was frequent fasting. Und ein Teil der pharisäischen Tradition war häufiges Fasten. In fact, the Pharisees fasted twice a week, Und Tatsache ist, dass die Pharisäer zweimal in der Woche fasteten, Mondays and Thursdays. am Montag und am Donnerstag. Later on, Jesus tells a story of a Pharisee and a publican who went to a temple to pray. Und später lesen wir ja, wie ein Pharisäer und ein Zöllner zum Tempel gingen, um dort
öffentlich zu beten. The publican went to the temple to pray for his spiritual needs. Und der Zöllner ging zu diesem Tempel, um seine geistlichen Nöte zu beten. But the Pharisee used this prayer time for a different purpose. Aber der Pharisäer hat seine Gebetszeit aus einem anderen Grund verwendet, To tell God how lucky God was to have this Pharisee on his side. um Gott mitzuteilen, wie glücklich Gott eigentlich ist, dass er so einen prächtigen Pharisäer auf seiner Seite weiß, in der göttlichen Armee. And he makes a list of great things that he does. Und dann listet er auf all die großen Dinge, die er leistet. And he says, I fast twice a week. Und da sagt er, ja, ich faste zweimal die Woche. He was referring to Mondays and Thursdays. Und da bezieht er sich auf Montag und Donnerstag. Now Luke verse 33. Und in Lukas 18, Vers 3, Lukas Verse 33. The disciples of John continued that practice, Und das zeigt, dass auch die Jünger des Johannes diese Praxis weiterführten. but they can tell that Jesus, his disciples, do not follow that practice. Aber sie müssen auch feststellen, dass die Jünger Jesu diese Praxis nicht einhalten. So of course they want to know why. Und jetzt wollen sie natürlich wissen, wieso. And Jesus answers by saying 4 things. Und Jesus antwortet, indem er 4 Dinge ausführt. His first answer is in verses 34 and 35. Die erste Antwort finden wir in den Versen 34 und 35. You don't come to a wedding feast to fast, but to feast. Du kommst nicht zu einem Hochzeitsgelage, um zu fasten, sondern um zu feiern. The bridegroom happened to be visibly, physically present on earth. Und der Bräutigam, der war eben zu diesem Zeitpunkt sichtbar gegenwärtig auf Erden. So as long as he was present on earth, there'll be no room for fasting. Und solange er also hier gegenwärtig auf Erden war, gab es da keinen Raum für Fasten. And from the time that Jesus went public with his ministry at the first Passover, Und von dieser Zeit an, wo Jesus also mit seinem Dienst an die Öffentlichkeit trat, zur Zeit des ersten Passafestes, there is no record of Jesus ever fasting. da finden wir dann auch keinen Bericht mehr, dass Jesus gefastet habe. Once he is gone, then they'll return to doing fastings. Und wenn er dann die Welt verlassen hat, dann werden seine Jünger wieder fasten. Because again, things are different while the king is on the earth than when he's absent from the earth. Denn wiederum, die Dinge, die Gegebenheiten unterscheiden sich, solange der König hier auf Erden ist und dann, wo der König abwesend ist. His second answer is in verse 36. Die zweite Antwort finden wir in Vers 36. You do not use a brand new patch of cloth to cover a hole in an old garment. Und er sagt, niemand reißt einen Lappen von einem neuen Kleid und flickt ihn auf ein altes Kleid. An old garment has been washed many times, Ein altes Kleid ist ja schon oft gewaschen worden. so that shrunk as much as it will ever shrink. Und dann ist es eben so weit geschrumpft, wie es eben nur da sich zusammenziehen kann. In its old age, it then develops a hole, Und dann in diesem fortlaufenden Alterungsprozess entstehen dann Löcher. and suppose you put a new patch on to cover the hole. Und dann angenommenerweise legst du jetzt einen neuen Lappen auf dieses Loch. The next time you wash the garment, the new patch will shrink. Und das nächste Mal, wenn du dann dieses Kleid wäschst, dann wird natürlich diese neue Stofffetzen sich zusammenziehen And will pull the garment out of shape. und wird dann jetzt das Kleid verziehen. His point is this. Und der Punkt, auf den er hinaus will, ist folgender. He did not come to put his teachings into the dress of Pharisaic Judaism. Er ist nicht gekommen, seine Lehren in das Gewand des pharisäischen Judaismus hineinzustopfen. He's not come to join them in the work of plugging up these holes in the fence. Er ist nicht gekommen, um sich da ihrer Arbeit anzuschließen, diese möglichen Öffnungen im Schutzzaun auch noch zuzustopfen. What he is presenting is very different. Was er darlegt, ist etwas völlig anderes. His third answer is in verses 37 and 38. Seine dritte Antwort finden wir in den Versen 37 und 38. You do not fill an old wineskin with brand new wine. Man füllt neuen Wein nicht in alte Schläuche. An old wineskin is stretched as much as it will stretch. Denn ein alter Weinschlauch, der hat sich schon zum Maximum ausgedehnt. New wine has begun its fermentation process, but the fermentation process is still incomplete. Und ein neuer Wein, der beginnt dann mit diesem Gärungsprozess. Der ist zwar schon vorhanden, aber noch nicht abgeschlossen. If you fill the old wineskin with new wine, the fermentation process continues, the wine expands.
Und wenn man den neuen Wein in alte Schläuche füllt, der Gärungsprozess geht weiter und dann beginnt sich das alles auszudehnen. It will cause a tear in the skin, Und das wird dann diesen Weinschlauch zerreißen. you will lose both the wineskin and the wine. Und dann verliert man sowohl den Inhalt wie auch den Weinschlauch. His point is this. Und wiederum der Punkt, auf den er hinaus will, ist folgender. He did not come to put his teaching within the skin or mold of Pharisaism, Und er ist nicht gekommen, seine Lehren in die Form des pharisäischen Denkens da hineinzugießen, because I would not be able to contain it. weil die gar nicht imstande wären, diese Lehren zu enthalten, zu beinhalten. What he's presenting is brand new. Denn was er bringt, ist etwas völlig Neues. And his fourth response is in verse 39. Und seine vierte Antwort ist dann in Vers 39. In the end, they will reject the new and stay with the old. Denn letztlich werden sie werden sie das Neue ablehnen und bei dem Alten treu bleiben. As now the beginnings of the conflict over the Mishnah begins, it will continue, as we shall see. Und hier sehen wir also den Anfang der Auseinandersetzung mit der Mishnah und das wird sich weiter fortsetzen, wie wir dann noch sehen werden. It's been suggested that we break up this amount of heavy teaching by a rabbi story in the middle. Und ich würde vorschlagen, diese doch etwas schweren Lehren wollen wir jetzt etwas auflockern durch eine Rabbinergeschichte. And followed by a song, it will continue right away thereafter. Und dann haben wir noch ein schönes Lied und dann beginnt der Tragödie zweite Teil. Nein, also dann geht es weiter. Now, these rabbi stories come from Jewish communities from different parts of the world. Und diese Rabbinergeschichten, die kommen von jüdischen Gemeinschaften aus den verschiedensten Punkten der Erde. And two of these come from Russia. Und dieser hier kommt von Russland. One during the Tsarist period, Einer während der zaristischen Periode, der Herrschaft des Zaren. that's the one I'll tell now. Und das ist diese Geschichte, die ich jetzt erzähle. The other one comes from the communistic period, which I'll tell at the end of the second session. Der Calvinistik. No, the second one comes from the Soviet period. Soviet. Yeah, and the first one Tsaristic and Soviet. Tsarist. Tsarist? Ja, ja. The period of the Tsars. The second one, the period of the communists. Kommunist. Gut, habe ich ein Wort falsch verstanden. Also das erste wurde schon gesagt aus der Zarenperiode, das andere aus der kommunistischen Zeitepoche. The one that comes from the period of the Tsars goes something like this. Und die Geschichte aus der Zarenepoche ist ungefähr folgendermaßen. The background is that the Russian Tsarist army was known to be very anti-Semitic. Und der Grund ist der, dass also die Armee des Zaren dafür bekannt war, dass sie sehr antisemitisch eingestellt war. This was especially true with the officer corps. Und das traf dann besonders für das Offizierkorps zu. In fact, historically, they would invade Jewish areas and capture all young boys from the age of 9, 10. Und das ist jetzt historisch tatsächlich so, dass sie manchmal in solche Ghettos, in jüdische Gebiete eingedrungen sind, überfallen haben und haben alle jungen Männer bis zum Alter von 19 da gefangen genommen. And forced them to serve in the Russian army for as many as 30 to 40 years. Und haben sie manchmal gezwungen, in der russischen Armee 30 oder 40 Jahre lang zu dienen. And they couldn't go home in that whole period. Und es wurde ihnen kein einziges Mal in diesem ganzen Zeitraum gestattet, nach Hause zurückzukehren. So Rabbi was sitting in a train. Und da saß also ein Rabbiner in einem Zug. There was like one of those compartments where 3 or 4 people sit on each side facing each other. Und das waren also diese Abteilungen mit den Fenstern, wo immer so 3 oder 4 Leute einander gegenüber sitzen. But the rabbi was sitting there by himself because nobody else wanted to sit in the same compartment as a Jew. Und der Rabbiner, der saß aber da ganz allein, denn niemand hatte den Wunsch, in so einem Abteil zu sitzen, wo ein Jude anzutreffen war. And suddenly the door swings open and there stands a Russian general. Und plötzlich wird die Tür aufgerissen und da steht im Türrahmen ein russischer General. He saw the Jew there, didn't want to sit with him, so he closed the door. Und er sah den Juden da sitzen, wollte nicht mit ihm zusammensitzen,
schließt die Tür. He tried to find another compartment, but all the compartments were full. There were no other seats available. Und er versucht in den anderen Abteil da einen freien Platz zu ergattern, aber alles ist voll belegt, kein freier Platz verfügbar. He had no choice. He went back to the compartment where the Jew was sitting, Es blieb ihm keine andere Wahl, musste dieses Abteil zurückkehren, wo der Jude saß. sat opposite him, just staring at him, Und setzte sich ihm gegenüber und starrte ihn an. scowling and giving the rabbi dirty looks. Was sagen Sie again? Scowling, just negative statements. Ja, ja, und indem er ihn eigentlich ausschalt, hat er da ihn auch grimmig angeblickt. And the rabbi learned to ignore these things for many years now. Und die Rabbiner hatten im Laufe der Jahre gelernt, diese Dinge einfach zu ignorieren. Finally, the Russian general says, "What makes you Jews so smart?" Und dann fragt auf einmal der russische General, woran liegt es, dass ihr Juden so schlau seid? And the rabbi said, "Pardon?" Und der Rabbiner sagt, wie bitte? Well, the Russian officer says, "We've been discussing in the officer corps. We noticed that you Jews are smart. So what makes you so smart?" Also der General sagt, wir haben also in unseren Offizierskorps darüber diskutiert, dass die Juden so schlau sind. Und woran liegt das? And the rabbi answers, "We Jews are smart because we eat a lot of herring." Und der Rabbiner antwortet, wir Juden sind so schlau, weil wir so viel Heringsfisch essen. And the officer says, "Eating herring makes you so smart?" Und der General sagt, was? Fisch, also Hering essen macht euch so klug? And rabbi says, "Yes, we Jews eat herring 3 times a day. Ja, sagte der Rabbiner, wir Juden essen den Hering 3-mal am Tag. In fact, I have a jar of herring right here I will have for lunch so I can continue being so smart." Und Tatsache ist, dass ich da so eine ganze Dose Hering mit habe und das ist der Grund, warum ich eben so schlau bin. The officer said, "Well, will you sell me that jar of herring?" Und der Offizier sagt, ja, wollen Sie mir diesen Heringskrug verkaufen? The rabbi says, "Yes, you can have it for 20 rubles." Ja, sagte der Rabbiner, für 20 Rubel können Sie den haben. The general gives the rabbi 20 rubles and eats up all the herring. Und der General gibt den Rabbiner die 20 Rubel und isst dann die ganzen Heringe auf. And when the officer was finished, he said this, Und nachdem der Offizier dann mit seinem Mahl zu Ende gekommen war, sagt er Folgendes. "You know, back in Moscow, I could have gotten the same amount of herring for only 1 ruble." Und weißt du, also in Moskau hätte ich die gleiche Menge Hering für 1 Rubel bekommen können. And the rabbi said this, Und der Rabbiner sagte Folgendes. "See, you're smarter already." Siehst du, du beginnst allmählich zu begreifen, du wirst intelligenter. Okay, let's go down to point 2 in the outline. Und jetzt Punkt 2 in unserer Zusammenstellung betrachten. The Sabbath. Und da geht es um den Sabbat. Now, while the Pharisees and Jesus will argue over the authority of the Mishnah in general, Und während die Pharisäer und der Herr Jesus eben debattierten über die Autorität der Mishnah ganz allgemein, there'll be one specialized area of rabbinic debate, which will be the issue of the Sabbath. und da war ein ganz besonderer Bereich der rabbinischen Debatte und das war die Thematik des Sabbats. Now, to one commandment that Moses gave, remember the Sabbath day, Und zu diesem einen Gebot, das Mose gab, Gedenke des Sabbattages, the Pharisees added over 1,500 Sabbath rules and regulations. und da haben die Pharisäer über 1500 sabbatische Vorschriften und Regulationen und dergleichen angefügt. Eventually, the Sabbath became the most important element in Pharisaic Judaism. Und letztlich wurde dann der Sabbat das wichtigste Element, der wichtigste Punkt im ganzen pharisäischen Judentum. And it was viewed as both a queen and a bride. Und wurde sowohl als König als Königin wie Braut dargestellt. Jehovah's queen, Israel's bride. Und er ist die Königin Jehovas und die Braut Israels. When the question came up, why did God make Israel? Und als dann die Frage gestellt wurde, warum hat Gott überhaupt Israel erschaffen? The answer was God made Israel to honor the Sabbath.
Und da kam als Antwort, Gott hat Israel eben geschaffen, damit der Sabbat richtig geehrt wird. Therefore Israel was made for the Sabbath. Deswegen wurde also Israel offensichtlich für den Sabbat geschaffen. And so adding 1,500 Sabbath rules and regulations for the Jews to follow. Und deswegen haben sie über 1500 besondere Vorschriften und Anleitungen für die Juden an dieses Gebot angehängt. Now let's read Luke's account, verse 1. Und lasst uns jetzt den Bericht bei Lukas betrachten, Vers 1. Shall I read it? Ja. Und es begab sich an einem Sabbat, dass er durch ein Kornfeld ging, und seine Jünger rauften Ähren aus und zerrieben sie mit ihren Händen und aßen. And in verse 2, the Pharisees come attacking Und jetzt kommt die Gegenoffensive der Pharisäer, because they just broke 4 of those 1,500 rules and regulations. denn dadurch haben sie gerade 4 der über 1500 Vorschriften übertreten. First, they took the ears of wheat off the stalk. Zunächst mal haben sie diese Ähren von den Weizenhalmen runtergenommen. So now they were guilty of reaping on the Sabbath day. Jetzt waren sie schuldig geworden, dass sie geerntet haben am Sabbattag. Second, they rubbed the wheat in their hands to separate the wheat from the chaff. Und dann haben sie eben auch noch diese Weizenähren in den Händen zerrieben, damit sie das Korn von den Ähren trennen. That meant they were guilty of threshing on the Sabbath day. Und das hieß, dass sie schuldig wurden, dass sie am Sabbat also Getreide gedroschen haben. Thirdly, they would blow into their hands to blow the chaff away. Und dann haben sie ja noch ihre Hände geblasen, damit eben dann diese Ähren davonfliegen. And now they were guilty of winnowing on the Sabbath day. Und jetzt sind sie auch noch schuldig geworden, dass sie Getreide gesichtet haben am Sabbattag. And fourthly, they swallowed the wheat. Und dann haben sie das Weizen eben dann noch gegessen. Now they were guilty of storing the wheat on the Sabbath day. Und jetzt waren sie schuldig, dass sie eben Weizenkörner am Sabbattag besonders gesammelt haben. That's how extreme this whole thing had become. Und das zeigt auch, wie extrem diese ganze Vorschriftenflut da geworden ist. So certain Pharisaic rabbis declared this. Und so haben gewisse pharisäische Rabbiner Folgendes erklärt. It is forbidden to walk on the grass on the Sabbath day. Es ist verboten, auf Gras zu gehen am Sabbattag. If you ask that rabbi, what's wrong with walking in the grass on the Sabbath day? Und wenn man dann diesen Rabbiner die Frage stellt, was soll denn daran falsch sein, dass man am Sabbattag im Gras einhergeht? The rabbi would say nothing. Und dann würde der Rabbiner antworten, nichts. It is permissible to walk in the grass on the Sabbath day. Es ist gestattet, im Gras zu gehen am Sabbattag. But here's the problem. Aber jetzt kommt das Problem. And he would see the fence being built. Und jetzt sieht man wieder den Schutzzaun, den sie da errichtet hatten. You may only see a grassy field, Du siehst vielleicht eben nur da so eine Grasfläche vor dir, what you might not see is that there's one stalk of wheat just growing out there. aber was du vielleicht übersiehst, ist da so ein Weizenhalm, der gerade dazwischen herauswächst. As you're walking on the grass, you might step on it and separate the wheat from the stalk. Und wenn du dann da entlang gehst, trittst du genau drauf und dann trennst du eben Ähre und Halm. You're guilty of reaping on the Sabbath day. Dann bist du wiederum schuldig geworden, am Sabbat eine Ernte eingefahren zu haben. As your foot comes down, it might twist enough to separate the wheat from the chaff. Und wenn dein Fuß dann da noch drauf tritt, dann trennt er womöglich noch Ähre und Korn. Now you're guilty of threshing on the Sabbath day. Und jetzt bist du wieder schuldig, am Sabbattag eben Ähren gedroschen zu haben. You continue walking, and the outer hem of your garment causes a breeze. Und dann gehst du weiter und der äußere Rand deines Kleides bewirkt dann noch so einen Luftzug. And the breeze blows the chaff away. Und dann bläst der Luftzug diese Ährenhüllen weg. Now you're guilty of winnowing on the Sabbath day. Und jetzt hast du am Sabbattag dann noch eben hier Weizen und Korn gesichtet. And once you're gone, some animal might see the exposed piece of wheat and swallow it. Und während du dann weggehst, dann sieht so ein vorbeikommendes Tier dann dieses Weizenkorn und frisst es. Now you're guilty of storing the wheat on the Sabbath day. Und jetzt bist du dann auch noch schuldig, dass du also Weizen gespeichert hast am Sabbattag. That's why we don't walk on the grass on the Sabbath day. See? Und das ist so einleuchtend, deswegen treten wir nicht auf Gras am Sabbattag.
He responds by saying 6 things. Und der Herr antwortet, indem er 6 Dinge aufzeigt. First, in Matthew verse 3 and 4, Erstens, Matthäus, die Verse 3 und 4. he makes a historical appeal to King David. Er macht einmal einen historischen Bezug zu King David. Now, the Mosaic law never said that a priest could not give the showbread to a non-priest. Also, indem er sich auf David beruft, und das mosaische Gesetz hat niemals vorgeschrieben, dass es einen Priester verboten sei, einen, der nicht Priester ist, das Schaubrot zu geben. But Pharisaic law said that was forbidden. Aber das pharisäische Gesetz, diese Vorschrift, die hat erklärt, das ist verboten. They could not claim that David lived before Pharisaic law. Und sie konnten aber jetzt nicht behaupten, dass David vor pharisäischem Gesetz gelebt habe. Because they were teaching Moses also received the same oral law. Weil sie sagten ja, dass Mose ja genau dieses gleiche Gesetz jetzt nur mündlich empfangen habe. And yet they would never condemn David for violating the laws, the oral law. Und dennoch wird David deswegen niemals zur Rechenschaft gezogen, dass er jetzt angeblich diese mündliche Vorschrift übertreten hat. If David can break the oral law, so can David's greatest son. Und wenn jetzt David das mündliche Gesetz übertreten konnte, dann kann es auch der noch viel größere Sohn Davids. The second response is in Matthew verse 5. Die zweite Zurückweisung finden wir in Matthäus Vers 5. The Sabbath law of rest did not apply to every specific situation. Nämlich das Sabbatgesetz der Sabbatruhe, das bezog sich nicht jetzt auf jede einzelne Situation, wie sie auch immer sein möge. And it did not apply to those working inside the temple compound. Und zunächst traf ja die Sabbatruhe nicht für die zu, die innerhalb des Tempelbezirks ihre Arbeit zu verrichten hatten. For those outside the compound, there was a day of rest. Für außerhalb des Tempelbezirks, diese Leute, da war dieser Tag der Ruhe. But for those inside the compound, there was a day of labor. Aber für die, die im Tempel angestellt waren, für die war das ein Arbeitstag. In fact, they had to work harder on the Sabbath day than the other 6 days. Und Tatsache ist, dass sie am Sabbattag noch schwerer arbeiten mussten als an den anderen 6 Tagen. There were certain daily rituals Da gab es gewisse tägliche Vorschriften, and daily sacrifices. tägliche Opfer, On the Sabbath day, all sacrifices were doubled. aber am Sabbattag wurden ja alle Opfer verdoppelt. Furthermore, there were rituals to do on the Sabbath day that were not done on the other 6 days. Noch dazu gab es gewisse Vorschriften, Zeremonien, die am Sabbattag ausgeführt werden mussten, die an den anderen Tagen eben nicht vorlagen. But nobody considered these priests working the temple compound as breaking the Sabbath law. Aber niemand hat jemals behauptet oder kam auf die Idee, dass diese Priester, die innerhalb des Tempelbezirks da arbeiteten, deswegen das Sabbatgesetz übertreten hätten. The Sabbath law rest did not apply to every specific situation. Und so ist dieses Sabbatgesetz, die Ruhe des Sabbats, nicht anwendbar auf jede besondere Situation gewesen. His third response is in Matthew verse 6. Und seine dritte Antwort finden wir in Matthäus 12, Vers 6. As the Messiah, he was the Lord of the temple. Ja, das ist jetzt die nächste Seite, wie immer die sein mag. Die Seitenzahl fehlt bei mir. Ich brauche eine besondere Gabe des Durchblicks. Matthäus Vers 6, sorry, shall I read it? No. As the Messiah, he is greater than the temple. Als der Messias ist er auch größer als der Tempel. So the temple can allow work to be done without breaking the Sabbath commandment. Und so kann das Tempelgesetz nicht ausgeführt werden. Repeat it, I was distracted. Okay. The temple law, just the sentence. As the Messiah is greater than the temple. Nachdem der Messias größer ist als der Tempel. If the temple can allow work to be done, did not break the Sabbath commandment. Und nachdem die im Tempel arbeiten, nicht das Sabbatgebot übertreten haben, he can allow certain work to be done that did not break the Sabbath commandment. Und dann kann er noch viel mehr gewisse Arbeit befehlen, dass sie getan wird, ohne dass das Sabbatgesetz gebrochen wird. His fourth answer is in Matthew verse 7. Und seine vierte Antwort finden wir in Matthäus Vers 7. He quotes Hosea chapter 6:6. Und er zitierte den Propheten Hosea, Kapitel 6, Vers 6. Pointing out that certain works were always allowed on the Sabbath day. Und er weist darauf hin, dass gewisse Arbeiten immer am Sabbat erlaubt waren. Such as works of mercy and works of necessity. Und das waren Arbeiten, die
aus Anteilnahme und aus Notwendigkeit heraus geschahen. Eating is a work of necessity. Zum Beispiel Essen war eine notwendige Betätigung. Healing is a work of mercy. Und Heilen ist eine Handlung des Mitleids, der Barmherzigkeit. Such works were always allowed on the Sabbath day. Und auch an solche Barmherzigkeitstaten, die waren auch am Sabbattag erlaubt. His fifth point is in Matthew verse 8. Und sein 5. Punkt ist in Matthäus, Vers 8. As the Messiah, he's also the Lord of the Sabbath. Und als Messias ist er auch Herr über den Sabbat. Therefore, he can allow what they disallow. Und deswegen kann er das gestatten, was sie eben nicht gestatten. That still did not break the Mosaic Sabbath commandment. Und hat immer noch nicht die mosaischen Sabbatgebote deswegen übertreten. His sixth offense is in Mark verse 27. Und sein 6. Punkt der Verteidigung ist im Markus, Vers 27. And he points out they have misunderstood the purpose of the Sabbath. Und da legt er ganz offen dar, dass sie den wahren Sinn des Sabbats völlig falsch verstanden haben. They were teaching that God made Israel for the Sabbath. Denn sie hatten ja gelehrt, dass Gott Israel geschaffen hat, um des Sabbats willen. And he says that's wrong. Und er sagt ja, das ist falsch. God made the Sabbath for Israel. Gott machte den Sabbat für Israel. It was given to Israel as a day of refreshment. Und der wurde Israel als ein Tag der Erneuerung geschenkt, Not as a day of enslavement. nicht als ein Tag der Versklavung. With these 1500 Sabbath laws, they enslaved the Jew to the Sabbath. Und denn mit diesen 1500 zusätzlichen Vorschriften haben sie die Juden zu dem Sabbat einfach versklavt. They have misconstrued the purpose of the Sabbath. Und sie haben völlig missverstanden und völlig falsch interpretiert die Absicht und den Sinn des Sabbats. Now, the same thing has happened in church history. Und das Gleiche hat sich auch in der Kirchengeschichte abgespielt. There's been a misunderstanding of the purpose of the Sabbath. Da ist ebenfalls ein Missverständnis in Zusammenhang mit dem Sinn und Zweck des Sabbats eingedrungen. It's been misinterpreted in two different ways in church history. Und in der Kirchengeschichte wurde es in zweierlei Weise falsch verstanden, falsch ausgelegt. The first misconception is that the Sabbath has been changed to Sunday. Die erste falsche Vorstellung war die, dass der Sabbat jetzt mit dem Sonntag vertauscht wurde, The day of the Sabbath has never been changed. weil der Sabbattag ist niemals geändert worden. It goes from sundown Friday till sundown Saturday. Der ist immer noch von Sonnenuntergang Freitagabend bis Sonnenuntergang Samstagabend. With the Messiah's death, is no longer obligatory, Aber mit dem Tod des Messias ist er jetzt nicht mehr verpflichtend. but they have assumed that it's been transferred to Sunday. Aber es wurde angenommen, es wurde praktisch diese Tagesvorschrift auf den Sonntag verlagert. The New Testament never refers to the Sunday as the new Sabbath. Aber das Neue Testament bezeichnet den Sonntag nie als den neuen Sabbat. It's not even called the Lord's Day in the New Und Testament. wird auch nicht einmal der Tag des Herrn im Neuen Testament genannt. That's a Christian Mishnah, Das ist eine christliche Mishnah jetzt, but it's not biblically true. aber trifft biblisch nicht zu. So Sunday is always called by its regular Jewish name, the first day of the week. Und so wird der Sonntag immer bei seinen offiziellen jüdischen Namen genannt, nämlich der erste Tag der Woche. But because of transferring the concept of the Sabbath to Sunday, Aber weil man eben die Vorstellung des Sabbats auf den Sonntag verlagert hat, people have made Sunday the mandatory day of worship. da haben die Leute den Sonntag als den pflichtmäßigen Tag bestimmt der Anbetung. And often Sabbath laws were transferred to Sunday. Und öfters wurden Sabbatvorschriften einfach dann auf den Sonntag gelegt. And so often in many Christian circles, they apply Sabbath laws to Sunday. Und sehr oft werden in christlichen Kreisen Sabbatgesetze einfach auf den Sonntag übertragen. Now, I went to a Christian school, Und ich ging zu einer christlichen Schule, and many of the students there would not study on Sunday. und viele der Studenten dort, die würden am Sonntag kein Studium vornehmen, Because they thought that would violate the Sabbath law. weil sie dachten, das würde dann eben diese Art Ruhegesetze, Sabbatgesetze übertreten. I always studied on Sunday, Und ich studiere immer am Sonntag. and they often would attack me for studying on Sunday. Und dann habe ich manchmal auch erlebt, dass ich deswegen angegriffen wurde. And it was answered the same way. Und ich würde in gleicher Weise antworten,
You were studying on my Sabbath, so I will study on your Sabbath. Ihr studiert an meinem Sabbat, dann studiere ich dafür an euren Sabbat. I always got the better grades. Und ich habe allerdings die besseren Auszeichnungen da. So by their fruits you shall know them. It worked. Und man erkennt ja schließlich ein paar Mal an der Frucht und es funktioniert. Also dadurch, dass ich am Sonntag studiert, habe ich dann noch die besseren Noten bekommen. Now, in connection with this, the second way it's been misconstrued is, for example, by the Seventh-day Adventist Church. Und in Zusammenhang damit ist noch ein weiterer Irrtum ins Leben gerufen worden, zum Beispiel durch die Siebentagsadventisten. Now, if you attend your church services on Sunday, they'll often attack you. Und wenn man hier am Sonntag eben in die Kirche geht oder seine Gemeinde Gottesdienste hält, dann ergreifen sie dich deswegen manchmal an. They claim you're breaking the Sabbath by worshiping on Sunday. Und dann behaupten sie, dass du den Sabbat brichst, indem ihr am Sonntag feiert. If something like this happens, you should ask the Seventh-day Adventist an embarrassing question. Und wenn derartiges sich ereignen sollte, dann solltet ihr die Siebentagsadventisten eine Frage stellen, die sie in Verlegenheit bringt. Where in the law of Moses does it say the Sabbath was a day of corporate worship? Wo sagt es im Gesetz des Mose, dass der Sabbat ein Tag war der gemeinsamen Anbetung? They tend to answer, well, all over the place. Und dann neigen sie dazu zu antworten, ja, überall. So I say, if it's all over the place, you should remember one place. So, wenn das dann überall stattfand, sonst könnte mir wenigstens eine Stelle sagen. They can never name a place. Aber sie können niemals eine Stelle anführen. Because another misconception, the Sabbath was a day of corporate worship. Und denn eine andere falsche Vorstellung ist eben die Idee, dass der Sabbat ein Tag der gemeinsamen Anbetung des gemeinsamen Gottesdienstes gewesen wäre. Nowhere in the Mosaic law is the Sabbath a day of corporate worship for Israel. Nirgends in dem Gesetz Mose ist der Sabbattag ein Tag des gemeinsamen Gottesdienstes für Israel. It was a day that the priests got together to offer special sacrifices. Es war ein Tag, wo die Priester zusammenkamen, um dann besondere Opfer darzubringen. But for everybody else, the law was this: Aber für alle anderen beinhaltete das Gesetz Folgendes: stay home and rest. Bleib zu Hause und ruhe aus. He says nothing about going somewhere to have corporate worship just because it's the Sabbath day. Es steht nirgends, geht irgendwo hin und habt da gemeinsame Anbetung, nur weil es jetzt der Sabbat sei. When Seventh-day Adventist gets into his car and drives to his church meeting, Und der Siebentagsadventist, der setzt sich an sein Auto und fährt dann zu dem Treffen seiner Gemeinde. he believes he's keeping the Sabbath. Und dann glaubt er hält den Sabbat. In reality, he's breaking the Sabbath because he's driving to a meeting. Und Tatsache ist, dass er den Sabbat bricht, weil er nämlich zu einem Treffen fährt. So if he wants to keep the Sabbath, here's what he has to do. Und wenn er wirklich den Sabbat halten möchte, das ist es, was er tun sollte. On the Sabbath, stay home and rest. Am Sabbat bleibt zu Hause und ruhe aus. On Sunday, go to church. Am Sonntag geht zur Kirche. Then he's keeping the Sabbath. Then he's keeping the Sabbath. Dann hält er den Sabbat. Now, keeping in mind that the Mosaic law required corporate worship only where the temple would stand. Ihr müsst dessen eingedenk sein, das mosaische Gesetz hat gemeinsamen Gottesdienst nur in Verbindung mit dem Tempel gefordert, der damals existierte. Ultimately, that would be Jerusalem. Und das war natürlich letztlich dann Jerusalem. If you lived in Jerusalem, it was possible to have corporate worship every Sabbath. Wenn du in Jerusalem lebtest, dann war es tatsächlich dir möglich, jeden Sabbat gemeinsamen Gottesdienst zu haben. But suppose you lived in Galilee, which was a 3-day trip each way. Aber angenommen, du wärst in Galiläa sesshaft gewesen und das war eine 3-Tagesreise, The Galilean Jew would have to spend 3 days walking up to Jerusalem. dann hätte der galiläische Jude 3 Tage damit zu verbringen, dass er nach Jerusalem hinaufzieht, He'll have corporate worship on the Sabbath in Jerusalem. hätte dann gemeinsamen Gottesdienst, Anbetung am Sabbattag in Jerusalem, Then walk back down to Galilee, dann wäre er wieder zurück nach Galiläa gegangen, kiss his wife hello,
und hätte seiner Frau einen Kuss gegeben, hallo Schatz, but then kiss his wife goodbye, und gleich einen Abschiedskuss make a U-turn to get back to Jerusalem in time for next Sabbath. und dann wieder rumgedreht, 180 Grad zurück nach Jerusalem, um den nächsten Sabbat zu begegnen. He wouldn't be working for 6 days. Er würde dann nicht 6 Tage lang arbeiten, He'll be walking for 6 days sondern 6 Tage lang unterwegs sein, gehen, and worshiping on the Sabbath. damit er dann am Sabbat anbeten kann. So Mosaic law, corporate worship was only required 3 times a year. Aber nach mosaischem Gesetz ist gemeinsamer Gottesdienst nur 3-mal im Jahr vorgeschrieben. The Feast of Weeks, Das Pfingstfest, das Wochenfest, the Feast of Passover, das Passafest and the Feast of Tabernacles. und das Laubhüttenfest. The Sabbath was the day of rest. Aber Sabbat war ein Tag der Ruhe. As far as the New Testament church, the rules are different. Aber bezüglich jetzt der Gemeinde im Neuen Testament sind die Vorschriften anders. There is no special day that must be set aside. Da gibt es keinen besonderen Tag, der jetzt dafür reserviert werden muss. So Paul writes in Romans 14, Und so schreibt Paulus in Römer 14. one man can esteem one day special, Und jemand hält den einen Tag besonders another man could consider every day equally alike. und ein anderer hält alle Tage gleich. Both are valid options for the New Testament believer. Und jeder soll seine Meinung gewiss. Beides sind zutreffende Möglichkeiten für den Gläubigen jetzt im neuen Bund. Now, the requirement for the body is to meet regularly. Nun, es ist aber hier diese Anforderung gegeben, dass sich der Leib doch regelmäßig trifft. That's not an option, it's a command to meet corporately on a regular basis. Und das ist jetzt keine Möglichkeit, sondern es ist ein Befehl, dass man sich eben auf einer regelmäßigen Basis zum gemeinsamen Gottesdienst trifft. But the day of the week is purely optional. Aber den Tag der Woche, den man dafür bestimmt, der ist völlig freiwillig gegeben. So Saturday is fine and Sunday is fine. So Samstag ist schön, aber auch Sonntag. Ariel Ministries has planted several congregations in different parts of the world. Und Ariel Missionswerk hat ja verschiedene Gemeinden gegründet an verschiedenen Stellen der Erde. We have 3 on the west coast of the USA. Und wir haben 3 an der Westküste der Vereinigten Staaten. One meets Friday night, Einer trifft sich am Freitagabend, one meets Saturday morning, einer trifft sich am Samstagmorgen, one also meets Sunday morning. eine Gemeinde trifft sich am Sonntagmorgen. They're all equal options biblically. Und alle Möglichkeiten sind biblisch völlig gleich. So yes, the Pharisees have misconstrued the Sabbath, but the same thing has happened in church history. Ja, es stimmt, die Pharisäer haben das Sabbatverständnis völlig falsch ausgelegt, aber das Gleiche hat sich eben auch in der Kirchengeschichte abgespielt. We'll take one more segment, point 3, Und wir greifen noch einen Abschnitt auf, Punkt 3, the interpretation of the law of Moses. die Auslegung des Gesetzes des Mose. This is what you have on your outline is a segment of Matthew 5 through 7, Und in unserer Zusammenstellung haben wir diesen Abschnitt als Matthäus 5 bis 7 often called the Sermon on the Mount. und gewöhnlich bezeichnet als die Bergpredigt. The problem with that title is it only tells you what the geography was. Der Problem diesem Titel besteht darin, dass es uns nur einen Hinweis gibt über die Geografie. He was on a mount when he gave these words. Und er war auf einem Berg tatsächlich, als er diese Sätze gesprochen hat. It doesn't say anything about the content of the message. Aber das sagt nichts über den Inhalt der Botschaft. So I've given you a different title emphasizing the content, not geography. Und jetzt gebe ich dem eine andere Überschrift und das betont den Inhalt und nicht den geografischen Bezugspunkt. The Messiah's interpretation of the law of Moses. Nämlich die Auslegung des Gesetzes Mose seitens des Messias. Now before we survey what's on the page, let me do 2 things by way of introduction. Und bevor wir da einen Überblick haben wollen über diese Seiten, lasst mich noch 2 Dinge zur Einleitung festhalten. First, I want to deal with the historical background that led to the giving of this message. Zunächst mal wollen wir den historischen Hintergrund betrachten, der zu dieser Predigt führte. And then secondly, to answer the question, Und zweitens die Frage zu beantworten, what is the Sermon on the Mount as a unit? was ist die Bergpredigt als eine Einheit? First, the historical background. Zunächst der historische Hintergrund. It's a time in Jewish history when the Jewish people are looking for the messianic redemption. Das ist eine Zeit in der jüdischen Geschichte, wo das jüdische Volk sich nach der Lösung durch den Messias ausstreckt.
Now they know from the Old Testament that righteousness will be the means of entering the Messianic kingdom. Und sie wissen aus dem Alten Testament, dass die Gerechtigkeit die Voraussetzung ist, dass man in dieses messianische Königreich Eingang findet. Over the last 4 centuries, Pharisaic Judaism had developed. Und in den letzten 4 Jahrhunderten hatte sich eben die pharisäische Form des Judentums entwickelt. And they were offering a very wide road of righteousness. Und da haben sie eine ziemlich breite Straße der Gerechtigkeit angeboten. So wide that anyone who was born a Jew would enter the kingdom automatically. Und die Straße wurde dann so weit, dass jeder, der als Jude auf die Welt kam, automatisch in das Reich Gottes kam. Now Jesus comes along proclaiming a very narrow way to righteousness. Und jetzt kommt Jesus und verkündigt einen sehr schmalen Weg der Gerechtigkeit. It was so narrow you had to believe him to be the Messianic king to enter the kingdom of God. Und dieser Weg war so schmal, dass man glauben muss, dass er der messianische König ist, dass man in das Königreich Gottes Eingang finden konnte. So the question raised among the Jewish masses is this. Und so die Frage, die sich jetzt innerhalb der jüdischen Bevölkerungsmassen ergab, ist folgende. Will Jesus eventually authenticate Pharisaic righteousness? Wird Jesus letztlich dann die Gerechtigkeit der Pharisäer, ihre Lehraussagen bekräftigen oder nicht? If not, what kind of righteousness is necessary? Und wenn nicht, dann welche Art von Gerechtigkeit ist dann nötig? Now the key verse to understand the whole message is found in verse 20. Und den Schlüsselvers, damit wir die ganze Botschaft überhaupt verstehen, der findet sich in Kapitel 5, Vers 20. Let's read. Es sei denn, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. With this one statement, he rejects Pharisaism on 2 counts. Und mit dieser einen Aussage weist er das pharisäische Judentum auf 2 Grundlagen, auf 2 Ebenen zurück. First of all, is having the kind of righteousness that will qualify one for the kingdom. Zunächst, ihr müsst diese Gerechtigkeit haben, die einen für das Reich Gottes würdig macht. And second is having the correct interpretation of the true righteousness of the law. Und zweitens, dass man auch die richtige Auslegung der wahren Gerechtigkeit, die durch das Gesetz vorgeschrieben ist, gibt. At the time that he gives this message, there's been an intense interest stirred up about him, both inside and outside the land. Und zu der Zeit, wo er dann diese Predigt hält, ist ein ganz großes Interesse bereits entstanden an seiner Person, sowohl in wie auch außerhalb des jüdischen Landes. It comes right after he has closed the apostolic group of 12. Und diese Predigt kommt, nachdem er gerade die apostolische Gruppe dieser 12 Jünger abgeschlossen hat. It comes after several areas of conflict between him and the Pharisees over the authority of the Mishnah. Und es kommt nach etlichen Auseinandersetzungen zwischen ihm und den Pharisäern bezüglich der Autorität der Mishnah. That's the historical background. Das ist jetzt der historische Hintergrund. The second thing is, Der zweite Aspekt ist folgender. as a unit, what was the purpose of the Sermon on the Mount? Als eine Einheit, was war die Absicht der Bergpredigt? Let me begin by saying 3 things it's not. Und lasst mich damit einleiten, dass ich 3 Dinge erwähne, die es verneinen, was es nicht ist. First, it was not intended to be the constitution of the Messianic kingdom. Zunächst, es war nicht geplant als Verfassung des messianischen Königreichs. If this is what it is, it would have to require all 613 commandments of the Mosaic law to come back in. Und wenn es das wirklich wäre, dann müsste es auch die Forderung aufstellen, dass die ganzen 613 Gebote des mosaischen Gesetzes mit hineinkommen. That will never be since Messiah died. Und das aber hat keine Wirkung mehr, seitdem der Messias gestorben ist. The second thing, it's not intended to be a way of salvation. Zweitens, es ist auch nicht als ein Weg der Errettung gedacht. This view tends to be popular in more liberal circles. Und diese Überzeugung, die ist ziemlich verbreitet in den mehr liberaleren Kreisen. They try to avoid the narrow teaching that you have to believe in Jesus for salvation. Und sie versuchen, diese enge Lehre, dass du an Jesus glauben musst, um errettet zu werden, zu vermeiden. And so they claim if you live by the principles of the Sermon on the Mount, Und dann behaupten sie, wenn du dich einfach an die
Grundsätze der Bergpredigt hältst, you can still make it to heaven even if you cannot believe in Jesus. dann bist du immer noch ein Kandidat für den Himmel, auch wenn du nicht an Jesus glaubst. This would mean salvation by works. Und das heißt einfach Errettung durch gute Werke. Salvation was always by grace through faith apart from works. Und die Errettung war aber immer durch Gnade plus Glaube ohne Werke. So it's not intended to provide a way of earning your salvation. So war es auf keinen Fall dafür geplant, einen Weg der Rettung aufzuzeigen. It is a rule of life for those already saved, Und es ist tatsächlich eine gewisse Lebensregel für die, die bereits gläubig sind, but not a means of earning it. aber keine Voraussetzung, um die Errettung damit zu erlangen oder zu verdienen. Thirdly, it was not intended to be Christian ethics or church ethics for this age. Und drittens, es war auch nicht gedacht als eine christliche oder gemeindliche Ethik für dieses Zeitalter. Now I mean that as a unit when it was given. Und ich meine das jetzt als Einheit zu dem Zeitpunkt, als diese Predigt gehalten wurde. He does say many things in here that do become church ethics for this age. Und er sagt viele Dinge in dieser Predigt, die tatsächlich für heute als Ethik der Gemeinde existieren. You know what does or doesn't, but what's repeated later in the Gospels. Und wir wissen von dem, was dazugehört und was nicht, von den späteren Evangelien, also weiteren Darlegungen auch in den Briefen. Or by the apostles in the epistles. Also von den anderen Evangelien oder von den Lehren der Apostel und der Briefe. But as a unit, that would not be its intent. Aber als Einheit war das nicht die Absicht dieser Predigt. If this was church ethics for this age, you would be obligated to keep all 613 commandments of the Mosaic Law. Denn wenn das die grundlegende Ethik für das Zeitalter der Gemeinde wäre, wärst du ebenfalls verpflichtet, die 613 Gebote des mosaischen Gesetzes zu halten. In verse 19, he points out you must keep even the least commandment. Denn in Vers 19 legt er ja dar, dass du sogar noch das kleinste Gebot halten musst. He's talking about the least commandment of the Mosaic Law. Und er spricht jetzt von diesem kleinsten Gebot des mosaischen Gesetzes. So this was church ethics for this age. What would that mean for you? Und wenn das jetzt wirklich die Ethik in der Gemeindezeit wäre als Vorschrift, was hätte das dann für eine Auswirkung für dich? No more delicious German Wurst. Und keine gut schmeckende deutsche Wurst. No more ham and eggs and bacon. Und kein Schinken und Ei und Schinken. And doesn't just mean food laws. Und dann jede Menge Speisevorschriften. If you're wearing clothing made of mixed thread, you're breaking the Sermon on the Mount. Und wenn du Kleider trägst mit gemischter Wolle, dann brichst du eben die mosaischen Gesetze. If you don't have tassels in the corners of your garments, you're breaking the Sermon on the Mount. Und dann hast du nicht Quasten an den Ecken deines Gewandes und dann brichst du das Gesetz des Mose und der Bergpredigt. If you're a man and you shaved this morning, you're breaking the Sermon on the Mount. Und wenn du ein Mann bist und gar rasiert heute Morgen, dann hast du die Bergpredigt gebrochen. If you have a beard, but your beard is round, not cornered, you're breaking the Sermon on the Mount. Und wenn du jetzt einen Bart hast, aber dein Bart ist rund und hat nicht diese Ecken, dann brichst du die Bergpredigt. So if this was church ethics for this age, many of you are living in sin right now. Und wenn das also Gemeindeethik wäre für dieses Zeitalter, dann wären viele von uns in flagranten Sünden lebend, existenziell gegenwärtig. So it's not church ethics for this age. Also das ist also nicht gemeindliche Ethik für dieses Zeitalter. What it is this. Und es ist nämlich Folgendes. The Messiah's interpretation of the true righteousness of the Mosaic law in contradistinction with the Pharisaic interpretation of the righteousness of the law. Nämlich die wahre Gerechtigkeit des mosaischen Gesetzes erklärt durch den Messias im Gegensatz zu der pharisäischen Auslegung der Gerechtigkeit aus dem Gesetz. He begins in verses 17 through 20. Er beginnt in den Versen 17 bis 20. Spelling out his own purpose in the law.
Und da erklärt er seine eigene Absicht in Verbindung mit dem Gesetz. He came to fulfill the law, not to destroy the law. Er ist gekommen, das Gesetz zu erfüllen, nicht zu zerstören oder aufzulösen. In the context over the Pharisees, the point is this. Und im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung mit den Pharisäern macht er folgenden Punkt. By means of the Mishnah, they are destroying the law. Mittels ihrer Mishnah zerstören sie in Wirklichkeit das Gesetz. But he came to fulfill the law as it is written. Aber er ist gekommen, das Gesetz zu erfüllen, so wie es geschrieben steht. And not the way it's been reinterpreted by the Pharisees. Und nicht die Art und Weise, wie es wieder ausgelegt und verstanden wurde durch die Pharisäer. So be the only Jew who kept the law perfectly. Und so war er der einzige Jude, der das Gesetz vollkommen gehalten hat. He then took the penalty of the law by dying. Und dann hat er die Strafe, die das Gesetz vorgeschrieben hat, auf sich genommen, indem er starb. And with his death, he rendered the law inoperative. Und durch seinen Tod hat er dann das Gesetz außer Kraft gesetzt. But as long as he was living, they had to obey all 613 commandments. Aber solange er lebte, mussten sie all diesen 613 Vorschriften gehorchen. In verse 18, he points out he intends to fulfill every jot and tittle of the law. Und in Vers 18 sagt er uns, dass es sein Plan ist, auch den kleinsten Buchstaben, jedes Tüpfelchen und Jota vom Gesetz zu erfüllen. The jot is the smallest letter of the Hebrew alphabet. Und dieses Jota, das J ist der kleinste Buchstabe des hebräischen Alphabets, Jota des Griechischen. No, it's a yod, letter yod. It's Hebrew. Ja, And the tittle means a small segment of a Hebrew letter. Und der Tüpfelchen, das heißt so ein kleiner Abschnitt des hebräischen Buchstabens. And the point is this. Und wiederum geht es um folgende Aussage. He will fulfill the law down to the smallest letter of the Hebrew alphabet. Und er wird das Gesetz bis zu den kleinsten Tüpfelchen, also bis zu den kleinsten Buchstaben des Gesetzes erfüllen. The smallest part of a single letter. Und einschließlich des kleinsten Teils eines hebräischen Buchstabens. But the focus is he's going to fulfill the written law, not the oral law. Aber sein Blickwinkel ist, oder der Schwerpunkt ist, dass er das geschriebene, nicht das mündliche Gesetz erfüllen wird. Notice how certain verses begin. Und beachtet, wie gewisse Verse hier beginnen. Verse 21, you've heard that it was said. Vers 21, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist. He uses the same formula in verse 27. Und er gebraucht dieselbe Formulierung in Vers 27, Verse 31, Vers 31, 33, 33, 38, 38, 43. 43. If the issue is the written law, the formula is this. Und wenn also der Schwerpunkt das geschriebene Gesetz ist, dann ist es eigentlich folgende Formulierung, folgende Formel. It is written. Es steht geschrieben. If the issue is the oral law, the formula is this. Aber wenn es sich um das mündliche Gesetz handelt, dann gebraucht er folgende Formulierung. You have heard that it was said. Ihr habt gehört, dass gesagt ist. Because remember, at this point it had not yet been written down, so you'd only hear it. Und seid dessen eingedenkt, dieser Punkt ist, dieser Aspekt ist noch nicht niedergeschrieben worden, sondern man hat es eben nur gehört. So what he does throughout the sermon is this. Und was er also durch diese ganze Predigt praktiziert, ist Folgendes. He pulls out a Mosaic written law. Er zieht besonders heraus das mosaische geschriebene Gesetz. That makes a contrast. Und dann setzt er den Gegensatz dagegen. How the Pharisees interpret this law through the oral law. Während die Pharisäer dieses Gesetz von ihren mündlichen Vorschriften her auslegen, It was the true interpretation of the same commandment. gibt uns der Herr jetzt die wirkliche, richtige, zutreffende Auslegung dieses selben Gebotes. In verse 21, he picks the law, you shalt not commit murder. In Vers 21 zitiert er das Gesetz, du sollst nicht töten. The Pharisaic interpretation was this. Und die pharisäische Interpretation lautete folgendermaßen: You are not guilty of violating the righteousness of this command till you commit the act of murder. Du warst nicht schuldig. Die Gerechtigkeit, die dieses Gebot fordert, übertreten zu haben, solange du nicht die tatsächliche Handlung des Tötens
vollführt hattest. Jesus said that's the wrong interpretation. Und Jesus sagte, das ist die falsche Auslegung. True, you don't violate the letter of the law till the act is committed. Tatsächlich, der Buchstabe des Gesetzes wird so lange nicht übertreten, solange eben diese Handlung sich nicht eingestellt hat. You cannot be executed by the law till the act is committed. Und du kannst von diesem Gesetz dann auch nicht bestraft werden, hingerichtet werden, solange solange dieses Tötungsdelikt nicht ausgeführt wurde. But the issue here is the righteousness of the command. Aber es geht hier um die Gerechtigkeit des Gebotes. The righteousness is broken before the act is committed. Und die Gerechtigkeit, die das Gebot fordert, die ist längst übertreten worden, bevor der eigentliche Tathergang sich eingestellt hat. Before one commits the act of murder, he first of all develops hatred towards the victim. Denn bevor jemand tatsächlich einen Mord ausführt, da entwickelt er ja den Hass gegenüber dem zukünftigen Opfer. Once that hatred is there inside, the righteousness of this command has already been broken. Und sobald dann der Hass innerlich existiert, dann ist die Gerechtigkeit dieses Gebotes bereits übertreten. And that's the way it is throughout the whole sermon. Und auf dieser Ebene geht es durch die ganze Predigt. They say this, I say that, they say that, I say this. Sie sagen dies, ich sage jenes. Sie sagen jenes, ich sage dies. It's a constant contrast between their interpretation and his. Und es ist hier eine ständige Gegenüberstellung zwischen der pharisäischen Auslegung und seiner eigenen Auslegung des Gesetzes. He concludes in chapter 7, verses 24 through 27. Und er fasst zusammen in Kapitel 7, die Verse 24 bis 27. He concludes by giving the Jewish people a choice. Und er kommt zu einem Ende oder schließt die Rede damit ab, indem er den jüdischen Volk, seinen Zuhörern, da eine Wahl vorlegt, eine Entscheidung vorlegt. They can continue building on the Pharisaic interpretation of the righteousness of the law. Also sie können weiterfahren, darauf zu bauen, auf der pharisäischen Auslegung der Gerechtigkeit des Gesetzes. That's building upon a foundation of sand. Und das heißt, auf eine Grundlage zu bauen, die auf Sand steht. What they build will collapse. Und was immer sie darauf aufbauen wird, einstürzen. They could build